Herzlich willkommen zurück. Ich glaube, ihr wisst, wo ich wieder bin. Wieder Weihnachtszeit, das heißt Family Time in Hawaii. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicherlich, was soll das, warum ist er schon wieder in Hawaii, aber Weihnachtszeit bzw. Ferien bieten sich an, die Familie wieder zu besuchen. Meine Mom ist auch hier zu Weihnachten diesmal, also großes Familienfest, und auch in Tucson ist es ein bisschen kälter geworden die letzte Zeit, 10 Grad nur gewesen. Da bietet es sich mal an, in die Hitze zu flüchten und 2-3 gute Wochen Training mit reinzubekommen. Ich bin wieder hochgekommen auf 70-75 Kilometer Laufwochen, bin damit recht zufrieden, hohe Kadenz, sieht ziemlich gut aus, freue ich mich drüber, und hier gibt es qualitativ natürlich auch sehr gute Radmeilen, die man reinlegen kann, und Ocean Swim lässt sich auch sehr gut praktizieren. Ich werde euch hier einfach mal ein paar Einheiten vorstellen, was wir so in der Zeit machen, und ich versuche einfach den Hawaii Spirit in diesem Video einfach ein bisschen rüberzubringen. Managing App. Jetzt bin ich wieder auf dem Laufband, wie ihr seht. Und heutige Einheit sind 10x400. 3 Kilometer schön einlaufen. Habe meine Bandübung da unten erst gemacht. Und ja, so 3,35er Pace für die 400er. Bin immer noch dabei, mein Speed wieder zu finden, beziehungsweise überhaupt erstmal ein bisschen Speed zu finden. Und ja, haben mit 200ern angefangen, 300ern, so bei 400ern. Okay, also 12 Kilometer mit 10 mal 400, alles so um die 3,20, 3,15. Intensiv, aber nicht all out. Und ja, fühlt sich ganz gut an langsam. Habe jetzt rausgefunden, dass eine hohe Kadenz genau das ist, was ich brauche.
Körper ist vielleicht noch ein kleines bisschen aufrecht. Dafür 180er, 185er Kadenz ist schon machbar, auch jetzt über eine Stunde und nicht nur für ein paar Minuten. Also es wird Schritt für Schritt langsam. Und ja, so soll es sein, immer weiter drin arbeiten an der Technik, damit ich mich nicht wieder verletze. Und bin recht zufrieden mit meinem aktuellen Fortschritt. Und genau, jetzt Cooldown. Ich glaube, einer der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Okay, das ist mein heutiges Setup für meine heutige Radeinheit. Ich habe schon mal angedeutet, dass die Woche recht gut wird. Dieses Workout hier habe ich mal Anfang der Woche, gucke ich in den Plan rein und denke, wie machst du das? Machst du das hier irgendwo am Berg? Machst du das auf der Rolle? Habe mich jetzt für die Rolle entschieden. Regnet ein bisschen. Könnte natürlich auch draußen fahren. Regen ist hier nicht so wild. Aber Rolle wird, denke ich, genauer. Und darum geht's. Erstmal 20 Minuten einrollen, dann ein bisschen Fatmax, bedeutet kurze Intensität, 30 Sekunden, dann oberes G1 weiterfahren und dann hinten raus zweimal 30 Minuten Speedsport bei 300, 310 Watt so in die Richtung. Also vielleicht gucken wir mal, wie es mir geht, was mein Puls sagt, wie es sich entwickelt. Aber da erstmal konservativ rangehen in die ganze Geschichte. Das heißt 3 Stunden 15, purer Spaß, pure Freude, schönes Workout. Hier heute Morgen schon im Meer gewesen, mit Delfinen geschwommen und meine 12 Kilometer auf dem Laufband absolviert. Und jetzt dieses Highlight. Morgen dann übrigens 24 Kilometer laufen und 3,5 Stunden Rad. Also ich werde nicht geschont. Ihr müsst kein Mitleid haben. Hier wird richtig trainiert. Okay, flaschenmäßig werde ich wahrscheinlich noch ein kleines bisschen upgraden müssen und stelle mir 5 oder 6 Flaschen hin. 1,5 pro Stunde. Das kommt rein für den zweiten Part. Ein bisschen Koffein hinten raus. In den Gels wird ein bisschen Koffein drin sein. Ich soll die Einheit mit Wettkampf-Nutrition, wenn möglich, durchführen. Natürlich nicht genug mitgenommen, hätte ich vorher gewusst. Aber habe genug Gels am Start, denke ich, um die Einheit durchzubekommen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich habe definitiv schon in schlimmeren Orten trainiert. Okay, jetzt habe ich es endlich durch. So richtig einfach war es nicht. War wirklich so ein bisschen Grüße aus der Hölle. Dieses Fatmax ging noch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin überhitzt dann hinten raus. Der Fan hier und der hier oben hat es nicht wirklich gebracht. Weil ich eigentlich doch auf die Straße gehen soll, um ein bisschen mehr Wind abzubekommen. Ja, energiemäßig denke ich war es ganz gut. Ich habe hier einige Gels verbrannt. Die hier mit Koffein auch. Und welche ohne. Jetzt habe ich so insgesamt 200 Milligramm Koffein während der Einheit reingezogen. Energetisch eigentlich richtig gut, aber halt überhitze. Vom zweiten Mal Speedsport, muss ich ehrlich sagen, bin ich dann schnell rüber gehechtet zum Pool, meinen Kopf reingehalten, einfach weil ich überhitzt bin. Ich habe gemerkt, ja, richtig heiß geworden die Birne. Also ja, nächstes Mal dann doch auf der Straße mit ein bisschen mehr Wind die Einheit. Aber ansonsten geil.
mitten im Dschungel. Ist mittlerweile der 31. Kleine Vorbelastung gefahren. Wir morgen bekanntes Rennen vom letzten Jahr nochmal absolvieren. Koloko hoch. Ich glaube 1600 Höhenmeter vom Meer nach oben. Ziemlich steil hinten raus, 20%. Mal gucken, was dieses Jahr geht. Letztes Jahr vielleicht nicht ganz so sehr am Saft. Dieses Jahr sieht die Form ein bisschen besser aus. Vielleicht kann ich meine Zeit also etwas verbessern. Das wäre ganz cool. Straßenrad natürlich. Und schauen wir mal. Gibt schlimmere Orte, um sich auf sein Training vorzubereiten. That's what I wanted. You ready to swim? Big accident. Might die. Ja. So, jetzt sind die 3 Wochen Trainingsblock rum. Letzte Einheit war gerade längere Radfahrt und dann noch 6 Kilometer Koppellauf. Ging erstaunlich gut. Ja, bin eigentlich sehr zufrieden, wie der ganze Block verlaufen ist, trotz Weihnachten und Neujahr, wo man ja mal ein bisschen Rücksicht nehmen sollte auf die Familie, habe ich dementsprechend ein bisschen umplanen müssen, ein paar Einheiten und auch mal eine Radeinheit weglassen müssen. Aber trotzdem Umfang und eigentlich Hauptziel erfüllt des Trainingsblocks. Deshalb sehr zufrieden und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen mehr zur Auswertung. Okay, kommen wir so ein bisschen zum Auswertungsteil des ganzen Dings hier. Also ich habe jetzt vom 12. Dezember bis nächste Woche noch bis zum 10. Dezember meine Zeit hier in Kona verbracht. Natürlich Weihnachten war dabei und Neujahr. Dementsprechend musste ich das Training zwar an 2, 3 Sachen so ein bisschen anpassen und bin vielleicht nicht ganz so viel Rad gefahren, wie ich wollte oder wie geplant war, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Zeit hier. Ich will euch mal so ein kleines bisschen erklären, was wir gemacht haben. Also wir haben einen schönen 3-Wochen-Block gemacht und für mich lag vor allen Dingen so das Augenmerk auf dem Lauf eigentlich. Ich hatte ein kleines bisschen Probleme in dem Block davor. Piriform ist jetzt ein bisschen dicht gemacht, nachdem ich das Laufband da hochgehoben habe im Truck. Habe ich schon mal gesagt, das war nicht ganz so ideal, aber jetzt habe ich einen Weg gefunden, keine Schmerzen mehr zu haben und alles läuft ziemlich gut. Die Kadenz habe ich wirklich jetzt mich gezwungen, sozusagen auf eine 180er Kadenz dauerhaft zu kommen und das verbessert einfach meine Laufform stark und dadurch habe ich keine Probleme mehr und keine Schmerzen und konnte jetzt sogar in der 2. Belastungswoche 32 Kilometer ohne Probleme laufen, mit einem schönen Tempo, Herzfrequenz geht runter, alles super. Habe jetzt alles noch auf dem Laufband absolviert, einfach nur um sicher zu gehen und weil es oft zeitmäßig einfach so am besten war, muss ich nicht erst den Berg runterfahren und irgendwelche Sachen wechseln, morgens Schwimmeinheit absolvieren und dann habe ich hier auf dem Laufband oft die Läufe gemacht. Bin jetzt so 70 bis 80 Kilometer in dem Dreh waren jetzt die Laufwochen. Ziemlich zufrieden, ist gut angekommen. Der Speed kommt auch langsam wieder rüber bei den 400er und 300ern. Also
ziemlich zufrieden, was das angeht. Und ja, ihr kennt das vielleicht, zu den Weihnachtsfeiertagen sollte man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Familie und dementsprechend vielleicht nicht ganz so viel Zeit auf dem Rad verbringen. Ich muss ehrlich gestehen, in letzter Zeit fällt es mir dann dadurch, dass meine Mama jetzt auch da war und Ellie hier ist, nicht ganz so leicht, so viele Stunden auf dem Rad zu verbringen und mache dann wirklich nur das Minimum. Und ja, da fehlen vielleicht ein paar Stunden, die ich hätte mehr auf dem Rad verbringen sollen. Werde ich jetzt im nächsten Blog versuchen, nochmal da ein paar Stunden auf dem Rad zu verbringen. Aber ansonsten bin ich da auch recht zufrieden. Das waren jetzt immer so um die 10, 12 Stunden auf dem Rad. Ja, nicht ganz so viel, aber das passt. Dann ja, lief eigentlich 2 Wochen das Training durch und dann in der dritten Woche am 1.1. habe ich dieses La La Land Rennen wieder gemacht. Ich kann euch mal kurz das Profil hier zeigen. So sah das ganze Ding aus hier. Also recht hart. Das waren ungefähr 1600 Höhenmeter. Hier vom Pier gestartet, hoch Koloko. Also jeder, der hier zum Ironman ist, sollte das Rennen mal machen. Die Durchschnittswattwerte waren ganz gut. Gab es gleich natürlich am 1.1. gleich ein paar Rekorde. Das war ganz gut. Das hat Spaß gemacht, hat sich auch gut angefühlt. Da haben wir quasi in der dritten Woche so ein kleines bisschen reingetapert und am nächsten Tag locker trainiert und dann am Freitag haben wir 18 mal 300 Meter gemacht auf dem Laufband und am Samstag jetzt 4,5 Stunden Radfahren geplant, knapp 4 sind es geworden und 6 Kilometer rauflaufen. Auch in einem schönen Tempo bin ich ziemlich zufrieden. Also ich sehe den ganzen Zukunft jetzt eigentlich sehr optimistisch. Ja, schaue optimistisch in die Zukunft und freue mich auf das, was kommt. Ich glaube, ich habe schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich den amerikanischen Rennkalender zumindest am Anfang des Jahres treu bleibe und dann hoffentlich im Sommer nach Deutschland komme und dort ein größeres Rennen absolvieren werde. Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt. Aber bis jetzt bin ich guter Dinge. Die Hauptaugenmerke, die ich jetzt mitgenommen habe aus dem Monat hier in Kona wieder, ist Augenmerk auf die Kadenz legen beim Laufen. Das verbessert die Laufform und bringt mich ungemein nach vorne. Großer Pluspunkt. Andere Geschichte, ich habe jetzt ein paar Doppelschwimmeinheiten gemacht. Erst Pool morgens und dann gleich rüber in Ocean nochmal 4 Kilometer am Pool, 2 Kilometer mehr. Es ist nicht ganz so einfach, die Poolgeschwindigkeit rüberzubringen ins Open Water. Da arbeite ich definitiv dran, habe jetzt viel auch Traften geübt, habe hier eine gute Schwimmerin, mit der ich zusammen immer trainiere. Also das ist ein wichtiger Faktor, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, die Poolgeschwindigkeit wirklich ins Open Water rüber zu bekommen. Bin ich aber dran. Und die dritte Sache vielleicht noch, dass man auch mal ein bisschen den Plan adaptieren muss und kein schlechtes Gewissen haben sollte. Gerade zu Weihnachten gibt es wichtigere Sachen, als 6 Stunden auf dem Rad zu sitzen. Das bedeutet auch immer mal mit der entsprechenden Lockerheit an die Geschichte rangeht und sich nicht zu sehr zu versteifen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle gute Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, das kleine Kona-Video hier hat euch gefallen. Sorry, dass so lange nichts kam. Hier war immer viel zu tun und ich war viel draußen unterwegs. Aber deshalb jetzt hier dieses längere Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.